Alex renoviert das Haus ohne Baugenehmigung der Gemeinde. Guten Tag. Entschuldigung, sind Sie Alex Anderson? Ja, das bin ich. Guten Tag. Ich bin Beamter Müller. Darf ich reinkommen? Ja, natürlich. Bitte, kommen Sie rein. Danke. Was machen Sie hier gerade? Ich repariere die Wand. Nur ein bisschen. Ein Nachbar hat sich bei uns beschwert. Beschwert? Warum denn? Der Lärm ist sehr laut. Die Nachbarn hören alles. Oh, das wusste ich wirklich nicht. Es tut mir leid. Haben Sie eine Genehmigung für diese Arbeiten? Eine Genehmigung? Was bedeutet das genau? Eine offizielle Erlaubnis von der Gemeinde. Von der Gemeinde? Nein, ich habe keine. Das ist leider ein Problem, Herr Alex. Wirklich? Das wusste ich nicht. Tut mir leid. In Deutschland braucht man für solche Arbeiten eine Erlaubnis. In den USA ist das nicht so. Ja, das verstehe ich. Aber hier in Deutschland ist das Pflicht. Das wusste ich wirklich nicht. Ich lerne noch. Haben Sie vorher mit den Nachbarn gesprochen? Nein, ich habe es leider vergessen. Das ist hier auch sehr wichtig. Oh nein, ich habe alles falsch gemacht. Kein Stress. Sie wissen es jetzt. Das ist gut. Liebe Zuschauer, habt ihr in Deutschland schon mal so eine Situation erlebt? Schreibt eure Erfahrungen in die Kommentare. Darf ich fragen, was Sie genau reparieren? Ich hänge ein Regal auf. Für meine Bücher. Nur ein Regal? Sonst nichts? Ja, nur ein Regal. Ich wollte mein Zimmer schöner machen. Okay, dann ist es nicht so schlimm. Oh, das ist eine gute Nachricht. Aber bitte fragen Sie nächstes Mal vorher. Ja, natürlich. Das verspreche ich Ihnen. Gut. Und bitte informieren Sie die Nachbarn vorher. Ja, das mache ich ab jetzt immer. Sehr schön. Kennen Sie die Arbeitszeiten? Arbeitszeiten? Nein, was meinen Sie? Für Lärm und Reparaturen gibt es feste Zeiten. Wirklich? Das kannte ich gar nicht. Von 8 bis 13 Uhr. Und dann von 15 bis 18 Uhr. Ich verstehe. Danke für die Information. Das steht alles in der Hausordnung. Ich lese sie heute noch. Versprochen. Sehr gut, Herr Alex. Das freut mich. Herr Müller, darf ich Sie noch etwas fragen? Ja, natürlich. Was möchten Sie wissen? Glauben Sie, unsere Zuschauer haben das Video geliked und den Kanal abonniert? Ich bin sicher. Denn mit Alex Deutsch lernen macht wirklich Spaß. Das ist sehr nett von Ihnen, Herr Müller. Gern geschehen. Einen schönen Tag noch. Ihnen auch. Auf Wiedersehen, Herr Müller. Tschüss.
Und vergessen Sie die Regeln nicht. Nein, ich vergesse sie garantiert nicht. Danke. Alex sucht beim Jobcenter einen Job. Guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag. Ich suche eine Stelle. Ich brauche Hilfe. Natürlich. Bitte setzen Sie sich. Dankeschön. Wie ist Ihr Name bitte? Mein Name ist Alex. Alex Anderson. Und woher kommen Sie, Herr Anderson? Ich komme aus den USA, aus Florida. Ah, interessant. Seit wann sind Sie in Deutschland? Seit 4 Monaten. Ich lerne noch Deutsch. Das merkt man nicht. Ihr Deutsch ist schon gut. Danke. Das ist sehr nett von Ihnen. Was haben Sie studiert, Herr Anderson? Ich habe Softwareingenieurwesen studiert. Oh, das ist sehr gefragt hier in Deutschland. Wirklich? Das ist eine gute Nachricht. Ja, IT-Fachleute brauchen wir überall. Das freut mich sehr. Haben Sie schon Berufserfahrung? Ja. Ich habe 2 Jahre in den USA gearbeitet. Sehr gut. Als Softwareentwickler? Ja, genau. Ich habe Apps entwickelt. Perfekt. Welches Sprachniveau haben Sie auf Deutsch? Ich habe A2-Niveau. Nicht mehr, leider. Oh, tut mir leid, Herr Anderson. Warum? Ist das ein Problem? Für die IT-Branche brauchen Sie mindestens B1. B1? Das habe ich noch nicht. Leider ja. Das ist die Voraussetzung. Oh nein! Das ist sehr schade. Aber kein Grund zur Sorge. Es gibt andere Möglichkeiten. Wirklich? Was kann ich ohne B1 machen? Bis Sie Deutsch gelernt haben, gibt es andere Jobs. Was für Jobs denn? Zum Beispiel Reinigungsarbeiten. Reinigungsarbeiten, also putzen? Ja, genau. Oder Bauarbeiten. Bauarbeiten? Das ist körperlich hart. Ja, aber es ist gute Arbeit. Was noch? Kurierdienste sind auch möglich. Kuriere? Pakete liefern? Genau. Und auch Lagerarbeiten. Lagerarbeiten? In einem Lager arbeiten? Ja, das geht auch ohne B1-Niveau. Okay, das ist nicht mein Traum, aber ich verstehe. Es ist nur vorübergehend. Lernen Sie weiter Deutsch. Ja, ich lerne jeden Tag. Liebe Zuschauer, habt ihr schon mal eine Bewerbung geschrieben? Welchen Beruf übt ihr aus? Schreibt es in die Kommentare und teilt es mit mir. Schöne Frage. Wenn die Zuschauer das in den Kommentaren beantworten, üben Sie gleichzeitig Deutsch. Genau. Deutsch lernen macht so viel Spaß. Mit B1 können Sie dann in der IT arbeiten. Wie lange dauert es bis B1?
Mit viel Übung vielleicht 6 Monate. 6 Monate. Das ist machbar. Ja, Sie schaffen das, Herr Anderson. Danke. Das gibt mir Motivation. Ich schicke Ihnen heute noch einige Stellenangebote. Per E-Mail? Ja, per E-Mail. Wie ist Ihre Adresse? alex.anderson@email.com. Perfekt. Ich notiere das sofort. Ich lebe hier in Berlin. Gibt es hier viele Jobs? Ja, Berlin hat sehr viele Möglichkeiten. Das ist gut zu hören. Haben Sie noch Fragen, Herr Anderson? Nein, ich glaube nicht. Danke für alles. Gern geschehen. Viel Erfolg, Herr Anderson. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und alles Gute. Alex' Mutter hat sein Zimmer aufgeräumt. Mama, Mama, wo ist mein Rucksack? Welcher Rucksack? Der schwarze. Ja, der schwarze. Ich finde ihn nicht. Oh, ich habe dein Zimmer aufgeräumt. Aufgeräumt? Ohne mich zu fragen? Ja, es war so unordentlich. Aber Mama, das ist mein Zimmer. Ich wollte nur helfen, Alex. Aber wo ist der Rucksack jetzt? Vielleicht im Schrank? Nein, ich habe schon nachgeschaut. Oder unter dem Bett? Auch nicht. Mama, das ist wichtig. Warum ist er so wichtig? Da ist etwas sehr Wichtiges drin. Oh, das wusste ich nicht. Du hättest mich fragen sollen. Es tut mir leid, Alex. Wirklich. Warte mal. Ich schaue noch mal nach. Ich glaube, ich weiß es. Wirklich? Wo ist er? Ich habe ihn in den Keller gestellt. In den Keller? Warum denn? Er war im Weg. Es tut mir leid. Mama, bitte räum mein Zimmer nicht auf. Okay, okay. Es tut mir wirklich leid. Liebe Zuschauer, hat jemand bei euch zu Hause schon mal eure Sachen ohne Erlaubnis aufgeräumt? Was habt ihr dabei gefühlt? Schreibt es in die Kommentare. Das war wirklich mein Fehler, Alex. Schon gut, Mama. Ich hole ihn jetzt. Soll ich mitkommen? Nein, danke. Ich finde ihn alleine. Okay. Und Alex, tut mir leid. Alles gut, Mama. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch, mein Schatz. Alex ändert seinen SIM-Kartentarif. Guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag. Ich möchte meinen Tarif wechseln. Natürlich. Was ist das Problem? Mein Internet reicht nicht mehr aus. Wie viel Megabyte haben Sie im Monat? Nur 2 Gigabyte. Das ist zu wenig. Ja, das verstehe ich. Und die Minuten? Die reichen auch nicht. Ich telefoniere viel. Okay.
Ich zeige Ihnen unsere Angebote. Ja, bitte. Was gibt es? Dieser Tarif hat 10 Gigabyte und 200 Minuten. 10 Gigabyte? Das klingt besser. Ja, und dieser hier hat unbegrenzte Minuten. Unbegrenzt? Wie viel kostet der? 25 Euro pro Monat. Und der erste Tarif? Der kostet 15 Euro pro Monat. Der zweite klingt besser. Ja, er ist sehr beliebt. Liebe Zuschauer, worauf achtet ihr bei eurem Tarif am meisten? Internet, Minuten oder Preis? Schreibt es in die Kommentare. Gute Frage. Schreibt es in die Kommentare. Wir sind auch neugierig. Ich nehme den zweiten Tarif. Sehr gute Wahl. Darf ich Ihren Ausweis sehen? Ja, natürlich. Bitte sehr. Danke. Ich mache das sofort fertig. Wann ist der aktiv? In 5 Minuten. Alles erledigt. Wunderbar. Vielen Dank. Gern geschehen. Einen schönen Tag. Ihnen auch. Auf Wiedersehen. Alex meldet sich in der Bibliothek an. Guten Tag. Guten Tag. Ich möchte mich hier anmelden. Natürlich. Haben Sie Ihren Ausweis dabei? Ja? Hier bitte. Perfekt. Und Ihre Adresse in Berlin? Ich wohne in Berlin Mitte. Sehr gut. Ich trage Sie gleich ein. Danke. Kostet die Mitgliedschaft etwas? Nein, sie ist völlig kostenlos. Oh, das ist super. Sie können bis zu 5 Bücher ausleihen. 5 Bücher. Das ist großzügig. Für 4 Wochen pro Buch. Und wenn ich länger brauche? Dann können Sie einfach verlängern. Sehr praktisch. Gibt es auch Hörbücher? Ja, und auch DVDs und Zeitschriften. Wirklich? Das wusste ich nicht. Ja, alles kostenlos mit der Mitgliedschaft. Das ist wirklich toll. Liebe Zuschauer, seid ihr schon mal Mitglied in einer Bibliothek gewesen? Wann habt ihr zuletzt ein Buch gelesen? Schreibt es auf Deutsch in die Kommentare. Hier ist Ihre Mitgliedskarte. Vielen Dank. Ich freue mich sehr. Viel Spaß beim Lesen, Herr Anderson. Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.